So Leute, bevor das Video anfängt, lasst mir mal irgendwie irgendeine Meinung da von dem Video, ob es euch überhaupt interessiert, was ich hier erzähle. Oder ob ihr irgendwas wissen wollt, weil kommt mir sonst irgendwie so dumm vor, das zu machen. Keine Ahnung. Ist halt wie so, als ob ich irgendwas erzähle und niemand interessiert. Das hört sich voll traurig an. Naja, okay. Schaut's euch an und wie gesagt, lasst mir irgendeine Meinung da. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. So Leute, ja Leutchens, ich habe es wieder geschafft. Es sind jetzt 3 Wochen vergangen. Und irgendwie hatte ich die letzte Woche keine Zeit, keine Lust und sonst was, um dieses ganze Video aufzunehmen, zu schneiden und sonst was zu machen. Also dachte ich mir, ist ja auch egal, mache ich es halt eine Woche später. Ja, viel ist eigentlich nicht, also so viel ist wieder nicht passiert. Sharon war in Kalifornien und Brandon war wieder auf Arbeit. Sharon war ungefähr eine Woche in Kalifornien und war ich halt wieder mit Omi alleine dann meistens und habe halt sozusagen die Kinder wieder über den Tag gehütet und dann ist Omi wieder am Abend gekommen und wir haben manchmal noch Filme geguckt und manchmal auch nicht. Ach so, dann wurde vor 2 Wochen oder so kamen hier irgendwelche Leute, die in der Nachbarschaft geklaut haben. Und man weiß nicht, wer es war, aber auf jeden Fall wurde auch bei unseren Nachbarn geklaut. Und das Dumme war, ich war halt alleine mit den Kindern auf dem Spielplatz und hatte halt das Garagentor aufgelassen, aber wir hatten Glück, dass nichts geklaut wurde, weil ich war nur irgendwie gegen Mittag weg und abends wurde dann sozusagen geklaut. Also hatte ich dann nochmal Glück. Wir waren bei Aldi. Ist halt auch ein bisschen ähnlich aufgebaut wie in Deutschland. Sind halt andere Produkte natürlich, also hauptsächlich andere Produkte. Aber so die Reihen sind halt so gleich, dass da so, keine Ahnung, diese Reihen da immer sind und da auch in der Mittelreihe dann immer irgendwo, wo du dann was kaufen kannst oder sowas. Oder so eine Schnäppchen, nee, warte, nicht Schnäppchen, sondern, ja, wo du dann auch, keine Ahnung, Schuhe, Socken und sonst was kaufen kannst. Also das ist dann mehr wie in Deutschland so ein Laden. Genau, und dann, habe ich mir da auch Kaffee gekauft und Idi hatte an dem Tag dann auch Fieber und hat dann halt auch gebrochen und ja, ihr ging es dann halt nicht so gut. Am Sonntag waren wir dann am Pool mit Maddie und Anna, also mit Maddie und Marcella. Als ich dann wieder kam vom Pool, waren alle Türen abgeschlossen, weil Ren zu seiner Mutter gefahren ist und dann habe ich mir den Schlüssel von den Nachbarn geholt, weil ich sonst nicht wieder ins Haus gekommen wäre. Also lustige Sache. Wir haben mit Mama noch geskypt und Sharon ist am Abend dann nach Hause gekommen.
wir haben in der nächsten Woche dann wieder Tennis gespielt mit Muddy und wir wollten eine GoPro kaufen gehen am 23. Hat aber dann irgendwie nicht geklappt, weil ich noch nicht genügend Geld auf dem Konto hatte. Eigentlich hatte ich es eingezahlt schon, aber war noch nicht drauf und deshalb konnte ich sie mir dann nicht kaufen. Und dann habe ich sie mir halt bestellt am Internet am Ende, weil ich dachte mir, macht jetzt auch keinen großen Unterschied, ob ich sie mir so kaufe oder im Internet bestelle. Mittwoch ging es mir dann nicht so gut. Ich hatte, also es waren draußen, keine Ahnung wie warm es draußen war, 90 Fahrenheit oder 90, was die hier haben, sind es glaube ich, das waren um die 30 Grad oder so. Und ich saß im Zimmer oder auf der Couch saß ich mit langer Hose, mit langem Pulli, mit Socken und in die Decke eingekuschelt und hatte einen heißen Tee und da meinte Sharon so, dir geht's bestimmt nicht gut, vielleicht hast du Fieber und dann haben wir gemessen und dann waren es 39 Grad Fieber. Ja, bin ich zum Arzt gefahren, dann hatten wir da erstmal noch ein paar Probleme, dass die da dachten, dass meine Versicherung das nicht bezahlt und als ich wieder los wollte, ist mein Auto, ist das Auto nicht mehr angesprungen, weil ich vergessen habe abzuschließen und dann war die Batterie leer und ich dachte mir nur so, was für ein scheiß Tag. Kann ja nicht schlimmer werden. Wollte dann zur Apotheke fahren und mein Rezept oder meine Medikamente abholen. War dann aber die falsche Apotheke, weil irgendwie gibt es da 2 nur gegenüber oder so und dann war ich bei der falschen Apotheke und dann, ja, also den nächsten Tag habe ich dann frei bekommen, weil es mir halt immer noch nicht so gut ging und ja, habe eigentlich auch nur rumgelegen und nicht viel gemacht, weil es mir halt noch nicht so gut ging. Freitag konnte ich dann, meine GoPro ist dann angekommen, die ich mir dann bestellt hatte. Und unser Pool wurde eröffnet, also unser Nachbarschaftspool. Und ja, da sind wir dann auch hingegangen. Abends waren wir dann noch mit Sina beim Kino unter den Stars, unter den Sternen. Und das Lustige war, wir wussten nicht mal, was im Fernsehen kommt, was im Kino kommt. Aber dann lief dann Minions. Das Wochenende sind wir dann auch noch mit Sina ins Kino gegangen, haben das Dschungelbuch geguckt. Ein ganz cooler Film, vor allem dachte ich mir manchmal so, das ist wirklich dann damals auch in dem Zeichentrickfilm passiert. Hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. Montag haben wir einfach auch nochmal mit Sina am Pool gelegen. Wir wollten eigentlich nochmal Fotos machen mit der GoPro, aber es hat nicht geklappt, weil meine GoPro nicht aufgeladen war. Eigentlich dachte ich, ich hätte sie aufgeladen, aber irgendwie war sie dann doch nicht aufgeladen. Scheiße. Ja, frag mich nicht, was ich nächste Woche gemacht habe, weil irgendwie, also die Woche jetzt, weil ich habe mir halt nicht viel aufgeschrieben jetzt, weil ich keinen Bock dazu hatte. So, also, nächste Woche. Ich kann mir das alles nicht wirklich merken. Ich habe es vergessen aufzuschreiben, also, ja. Frag mich nicht, was die ersten Tage passiert ist. Ich glaube, wir haben eigentlich nur viel zu Hause gespielt, waren halt zwischendurch mal auf dem Spielplatz und den einen Tag hat es auch richtig doll geschüttet und dann waren wir am Donnerstag, glaube ich, waren wir bei Nancy auf so einem Playdate, wo unsere Kinder zusammen gespielt haben. Und das war echt süß, weil ich bin ins Auto gestiegen und 2 Sekunden später meinte Idi so Night Night, also sie möchte schlafen gehen. Ich gesagt, nein, wir können jetzt nicht schlafen gehen, wir fahren jetzt zu Nancy und ihrer Kleinen und dann könnt ihr da schön spielen und Henry wird echt besser. Naja, er läuft nicht wirklich, aber er steht halt jetzt schon voll oft irgendwo rum und zieht sich überall hoch und lässt jetzt auch los, so dass er halt 2 Sekunden steht oder sowas und dann umfällt. Heute Morgen hat er sich auch alleine so aufgerichtet, so ein bisschen. Und gestern. Was haben wir gestern gemacht? Eigentlich auch nicht viel. Hauptsächlich gespielt und drinnen verbracht, Nemo geschaut. Ja, und heute wollte ich eigentlich einkaufen gehen oder sonst was.
Aber ich dachte mir dann, weil unser eines Auto ist sozusagen jetzt im Moment nicht angemeldet. Das bedeutet, wir haben nur 2 Autos und ich habe halt keins gerade zur Verfügung, weil Ren halt unterwegs ist. Unser eines Auto ist halt nicht angemeldet und da kann ich das halt im Moment nicht benutzen. Und deshalb heute vielleicht gehen wir mit Sina und Anja noch was essen und dann ins Kino. Warte, ich weiß auch den Film noch. Me Before You? Nee. Irgend sowas. Got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be. It's going down. From the top of the pool, I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be. It's going down. Hey, Charlie must know I'm the man. My money lover like a #1 fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage.